paar Wochen hätte es noch gepasst, aber jetzt haben wir ja gerade Hyperinflation. Denke nicht, dass du jetzt ein Baby Lena für 130 kriegst. Eher so 200 oder 230. Und warum? Sir, das ist nicht so leicht zu beantworten. Ich denke, das Hauptproblem ist einfach, dass zu viel Penya im Spiel ist. Also zu viel Penya ist im Spiel. Und es kommt auch immer mehr Penya ins Spiel. Und es gibt nichts, was diesen Prozess auch nur ansatzweise entschleunigt. Das habe ich aber tatsächlich beim Release von dem Update gesagt, dass wir wahrscheinlich bald eine krasse Inflation haben werden. Dann ist ewig gar nichts passiert. Bis Februar ist gar nichts passiert. Und jetzt seit Anfang Februar steigen fast täglich die Preise. Told you. I told you. Und der Hauptgrund, warum ich das gesagt habe, ist einfach nur wegen den Dailies tatsächlich. Weil du durch Dailies halt doppelt so viel Geld bekommst. Das heißt, das Geld, was jeder, der seine Dailies macht, und auch wenn die Dailies immer so gemimt werden oder gehatet werden, machen die meisten Leute ihre Dailies halt. Und allein durch mich kommen dadurch über 200 Millionen Penya jeden Tag neu ins Spiel, die vorher nicht existiert haben. Auch ohne, dass ich stundenlang grinden muss dafür. Für meine kompletten Dailies brauche ich jetzt gerade mal noch so 1,5 Stunden, knapp 2 Stunden. Ja, so 1 Stunde 40 vielleicht. Also die Zeit für die Dailies ist auch nochmal krass gesunken. Glücklicherweise durch die automatische Annahme der Dailies. Und das hat jetzt wahrscheinlich dafür gesorgt, dass eher wieder mehr Leute ihre Dailies machen auch noch. Was halt zusätzlich noch mehr Kohle ins Game buttert. Also die Dailies haben sowieso schon die meisten Leute gemacht. Die Dailies geben extrem viel Geld. Für extrem wenig Zeitaufwand. Und dann hast du noch das Ding, dass generell halt einfach, wie gesagt, eh schon viel zu viel Geld im Game ist. Und man auch in Kailun so halt extrem viel Geld macht. Habe ich ja auch schon gezeigt. 2 Stunden Kailun Grand kannst du 80 Mio machen. Das sind auch wieder 80 Millionen Penya, die vorher nicht existiert haben. Und es gibt zwar ein paar Penya-Sinks, aber nicht sehr viele, die noch genutzt werden. Also der Pet Penya-Sink zum Beispiel, der wird eigentlich so gut wie gar nicht mehr genutzt. Pet Candy erstellen. Ja, wow, du spielst 5 Stunden, brauchst dann ein Pet Candy. Oder 6 Stunden. Brauchst dann ein Pet Candy, der 6,5 Mio kostet. In 5 bis 6 Stunden verdiene ich ungefähr 10 bis 20 Pet Candies. Also das ist definitiv ein Tropfen auf dem heißen Stein. Vor allem, da es ja auch noch Pet Feedback gibt. Oder Feedback, wo du überhaupt kein Pet Food brauchst. Oder Pet Candy. Den sicherlich auch viele Leute, vor allem viele Leute, die extrem viel spielen, nutzen. Oh, da ist schon der erste Char Level 80. Und der einzige andere Penya Sink, also es gibt noch ein paar andere, so Upgraden oder so, aber Upgraden kostet auch furchtbar wenig Penya, also auch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Der einzige andere wäre noch so Jewel craften, aber ich glaube, das machen halt auch die wenigsten. Und, ja. Also ich will nicht wissen, wie viel Penya jeden Tag entsteht, neu. Unterm Strich, netto quasi. Ich denke, habe ich glaube ich gestern schon mal gesagt, so 5 bis 10 Milliarden Minimum. Aber ehrlich gesagt, ist es glaube ich sogar noch viel mehr. Also wenn allein durch mich über 200 Millionen jeden Tag entstehen und ich bin eine Person. Sicherlich vielleicht kein Durchschnittsspieler, das nicht. Aber wenn durch mich jeden Tag 200 Millionen entstehen, 250 plus, dann ist 5 Milliarden eigentlich das absolute Minimum. 10 Milliarden safe auch. Und, keine Ahnung, wahrscheinlich sogar 15 bis 20 möglich an einem Wochenende, wo echt viele Leute zocken, was da unterm Strich entsteht. Und wie gesagt, das Penya verschwindet nicht. Wenn das einmal im Game ist, das meiste davon bleibt halt. Also halt auch langfristig. Nicht nur pro Tag gesehen, sondern wirklich langfristig.
Weil es einfach nicht genug Verbrauchsmöglichkeiten gibt dafür. Daran wird sich hoffentlich bald was ändern. Es wäre mal sehr interessant, wie es auf La Wolf aussieht, weil die hatten schon immer übelst die krasse Inflation. Die hatten schon vor ein paar Jahren mehrere 100 Millionen pro F-Coin. Als es bei uns noch unter 100 Millionen waren. Als bei uns knapp über 100 Millionen waren es bei den 4, 5, 600. Irgendwo in dem Bereich. Wäre natürlich schon interessant, wie das dort aussieht. Heutzutage. Ich könnte mir vorstellen, dass es bald 1 Milliarde sind. Bei denen. Wundert mich halt, dass sie da so wenig Interesse dran haben, was dagegen zu tun. Weil Inflationsbekämpfung eigentlich schon ziemlich wichtig ist, vor allem in Flive. Also es ist definitiv kein Thema, was man komplett ignorieren sollte. Auch wenn es natürlich grundsätzlich nicht schlecht ist, wenn die Regierung sozusagen, Lightning Card 4 nice, die Regierung, also Gala, so wenig in die Wirtschaft eingreift wie möglich. Also grundsätzlich ist das ja eigentlich nicht schlecht. Aber ich meine, wenn du so eine krasse Inflation hast, dann eigentlich schon. Also ich meine, grundsätzlich ist es schon gut, wenn sie einfach gar nichts machen. Aber wenn dann halt was so krass schief läuft, dass der F-Coin-Preis innerhalb von einem Monat von 200, 210 auf 250 steigt, das ist insane. Da muss man dann schon was machen. Und wie gesagt, auf anderen Servern müsste das ja ähnlich aussehen. Also, keine Ahnung, das kann man eigentlich nicht einfach ignorieren. Aber bis die was machen, wird das wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Oder sie machen einfach gar nichts. Dann sehen wir wahrscheinlich dieses Jahr noch weit über 300 Millionen pro 1000 F-Coin. Was schon ziemlich bitter ist, weil das ist echt viel. Für einen Anfänger ist das eigentlich unmöglich, jemals zu finanzieren. 1000 F-Coin, wenn die über 300 Mio kosten. Ich meine, es ist jetzt schon schwierig, aber es wird ja nicht leichter, es wird immer schwieriger. Also, nicht so cool. Inflation ist eigentlich nie wirklich cool. Außer sie ist halt genau so, dass man sagen kann, okay, das macht kaum einen Unterschied. Jedes Jahr 10 Mio mehr pro 1000 F-Coin zum Beispiel oder so. Das würde keinen jucken. Aber mal schauen, wie es sich entwickelt.